Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Mami Blog Kitchen. Diesen Mittwoch haben wir was für alle Kleinraser- und Autofans, denn wir machen heute kleine Pizzaräder selber, die an die kleinen Piccolini-Pizzen erinnern, aber viel gesünder sind. Und ich habe gedacht, dieses Rezept lässt sich perfekt kindgerecht abwandeln. Das haben wir getan und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, bei dem Gericht wird es wohl heißen, wer hat Lust auf Hot Wheels Pizzen? Die lassen sich natürlich auch anders nennen. Hot Wheels sind bei uns jetzt halt seit Jahren der Renner. Da stößt das Gericht normalerweise durch den Namen schon direkt auf eine riesige Begeisterungswelle. Und es geht fast nichts einfacher als das. Ihr braucht dafür eine große Zucchini, ein paar kleine Cocktailtomaten, Tomatensauce und Pizzakäse. Wer Salami mag, kann auch diese kleinen Mini-Salamischeiben statt der Tomatenscheiben nehmen. Schneidet zuerst die große Zucchini in relativ breite Scheiben. Die sollten mindestens so 1 cm dick sein, damit man sie halt wie so eine kleine Pizza später essen kann. Sonst werden die zu weich und der Belag rutscht später runter. Ja, die Scheiben legt ihr jetzt entweder auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech oder auf eure Backmatte und bestreicht erstmal alle Scheiben mit so ein bisschen neutralem Öl. Und dann kommen die Zucchini-Scheiben erstmal für 5 Minuten bei 220 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen und werden erstmal kurz vorgegart. Dann holt ihr sie raus und könnt die jetzt belegen. Zuerst nehmt ihr Tomatensauce, bestreicht jede Scheibe damit. Wir hatten jetzt hier eine fertige Pizzasauce genommen, die ist auch schon gewürzt mit Oregano und so weiter. Meistens habe ich Tomatensauce immer da. Ich mache die einmal selber in einer größeren Menge, dann friere ich die in kleinen Portionen ein, sodass man halt für solche Gerichte eigentlich immer was im Haus hat. Das finde ich eigentlich noch praktischer und frisch gemacht, ist ja auch immer noch mal ein bisschen leckerer. Jetzt gebt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Käse oben drüber. Normalerweise wären die gesunden Mini-Pizzen jetzt schon fertig. Wenn ihr jetzt noch die Autoräder-Optik wollt, dann legt ihr einfach noch eine Felge drauf. Hierfür eignen sich zum Beispiel die kleinen Cherry-Tomaten, die ihr in Scheiben schneidet, sehr gut. Und wenn ihr sehr viele Scheiben braucht, dann lohnt sich wieder der altbekannte Trick. Legt die Tomaten auf den Teller und schneidet einmal mit einem sehr großen, scharfen Messer horizontal zwischen den beiden Tellern durch. Dann habt ihr alle auf einmal halbiert. Ja, wie gesagt, also wir haben jetzt als Alternative noch kleine Mini-Salami-Scheiben genommen. Hier könnt ihr aber auch kreativ werden. Es gibt garantiert noch viele andere Zutaten, die man gut verwenden kann. So, jetzt müssen die Zucchini-Scheiben noch mal kurz in den Ofen und zwar wieder bei 220 Grad Ober-Unterhitze für 5 bis 10 Minuten, bis der Käse schmilzt und dann knusprig braun wird. 220 Grad Ober-Unterhitze entspricht ja in etwa 200 Grad Umluft und das kann man sich, finde ich, als Gradzahl für Gemüse einfach mal abspeichern. So behält man diese einfachen Rezepte, finde ich, die halt ohne Mengenangaben auskommen, direkt langfristig im Kopf und ist halt motivierter, sie zu wiederholen, weil man nicht erst noch irgendwo nachgucken muss. Ja, und jetzt können die Hot Wheels auf jeden Fall in die kleinen Münder rollen. Yannick findet die Hot Wheels Pizzen tatsächlich besser als richtige Mini-Pizzen. Also probiert es einfach mal aus und gebt mir gern in den Kommentaren Bescheid, wie es euren Kindern geschmeckt hat. Hier kommt jetzt das Rezept nochmal wie immer für euch zum Screenshotten. Und ich freue mich aufs nächste Kinderrezept am nächsten Mittwoch und sage Tschüss, ihr Lieben, und bis bald.